Moinsen. Ja, heute machen wir wieder ein Sachvideo. Diesmal geht es ums Thema Maut in Polen. Da gibt es auch zwei unterschiedliche Kategorien, einmal bis 3,5 Tonnen und einmal über 3,5 Tonnen. Nur mit der Besonderheit, dass in Polen der Anhänger mitgerechnet wird. Das heißt also, wenn du 2 Tonnen Pkw hast und 2 Tonnen Anhänger, bist du bei 4 Tonnen, musst du Maut bezahlen. Ohne Anhänger musst du keine Maut bezahlen. Früher war das mal anders in Polen, ja, ich weiß, aber seit ein paar Jahren ist das so, dass Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen auf staatlichen Autobahnen keine Maut bezahlen und Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, die müssen dann Maut bezahlen. Und da gibt es auch keine Vignette oder so, sondern das ist eine streckenabhängige Maut mit dem Transponder. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Strecken, die sind privat finanziert, also mit Mischfinanzierung, wo Autobahngesellschaften dranhängen mit oder Finanzierungsgesellschaften. Da muss allerdings jeder Maut bezahlen, auch Motorräder. Aber auf die, das sind spezielle Streckenabschnitte, da muss man auch noch in bar bezahlen oder mit Kreditkarte an so einem Häusle, wie man es halt kennt. Ne? Was wir jetzt heute in dem Video machen, ist die staatliche Maut, die über Transponder funktioniert. Und ja, das gilt auch, das müsst ihr jetzt auch, wenn ihr nur Pkw fahrt, müsst ihr das jetzt wissen, weil ihr, wie gesagt, mit Anhänger auch darunter fällt. Und mautpflichtig sind Autobahnen und Schnellstraßen. Da gibt es auch eine Übersichtskarte und das zeige ich euch am besten jetzt am Computer, weil das können wir jetzt hier ein bisschen nicht so gut machen. Dann schalten wir mal um. Ja, und jetzt sind wir hier auf diesem e-toll.gov.pl auf dieser Seite hier. Ich verlinke das nochmal unten in der Beschreibung. Und hier sieht man, welche Strecken mautpflichtig sind. So, und da kannst du hier registrieren. Das machen wir jetzt allerdings nicht. Und hier ist der Transponder, da gibt es jetzt Neuigkeiten. Man hat hier auch einen Rechner, da kannst du hier anklicken. Dann kannst du hier eingeben deine Fahrzeugemissionsklasse, dann Fahrzeugkategorie. Hier siehst du, das wäre jetzt was für Pkw mit Anhänger, wenn er, was ich gesagt habe, wenn er mit Anhänger, und dann schreibst du hier den Start- und den Endpunkt der Route ein. Schreib mal hier mal so, und dann haben wir den nächsten Punkt, schauen wir mal, kannst du auf Deutsch reinschreiben und dann kannst du hier noch zeigen, kürzeste oder schnellste Route, und das siehst du jetzt, die würde also 78 Zloty kosten, diese Strecke, die wird hier dann auch angezeigt. Das ist jetzt die Autobahn. Man kann da natürlich auch ohne Autobahn fahren. Und registrieren, das hat man ja schon. e-toll Anmeldung im e-toll-System. Da musst du dann natürlich deine Daten angeben. Hier kannst du erstmal wählen, ob Unternehmer oder natürliche Person. Wenn du also jetzt mit deinem Privatauto da fährst,
machst du das so und dann musst du das Ganze hier ausfüllen. Das ist eigentlich alles sehr leicht zu verstehen. Kannst du alles anklicken, Panelanbieter, es gibt da EETS, das ist eher was für Profis, die öfter da lang fahren, Anbieter von Flirtenkarten. Das dürfte jetzt für Privatfahrer nicht so interessant sein. Und da kannst du nochmal ein Fahrzeug, wenn du nicht sicher bist, in welche Kategorie dein Fahrzeug fällt, kannst du da nochmal reinschauen. Das ist alles sehr einfach beschrieben und natürlich hier Sprachenauswahl, ne? Deutsch, Polnisch, Englisch, Ukrainisch und Russisch. Und das ist jetzt, so wie ich es jetzt erklärt habe, für die Leute, die mit ihrem Privatauto fahren oder mit dem Wohnmobil mal in Urlaub fahren in Polen und dann über 3,5 Tonnen kommen. Also entweder das Wohnmobil oder das Fahrzeug selbst hat schon mehr als 3,5 Tonnen oder zusammen mit einem Anhänger kommt man über 3,5 Tonnen, dann muss man das alles machen. Und da ich ja ein Profi bin und da regelmäßig in Europa rumkurve, habe ich hier dieses System DKV Bux, mit der kann man hier in ganz Europa rumfahren. Das ist das sogenannte EETS-System. Da sieht man jetzt die ganzen Länder, wo das möglich ist. Und auch diese Seite verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Ja, man hat hier jetzt natürlich nur ein paar, also die sind nicht dabei. Zum Beispiel Bulgarien hier, da weiß ich, die haben auch für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen nur Vignette. Da bist du also nicht mit der kilometerabhängigen Maut dabei. Und da Holland und Dänemark und Kroatien kommen dieses Jahr noch dazu. Und so sehen diese Transponder dann aus. Die braucht ihr jetzt allerdings, wenn ihr jetzt privat mit eurem Wohnmobil mal rüberfährt für ein paar Wochen auf Urlaub, braucht ihr euch keinen so einen Transponder besorgen. Da tut ihr einfach hier die Strecken eingeben und ihr könnt da auch Strecken auswählen, wenn er dann unten anzeigt auf 0, dann bist du auf einer Strecke unterwegs, wo es kein Maut kostet. Und das Problem ist, es gibt auch noch ein paar Strecken, wo jeder bezahlen muss, auch unter 3,5 Tonnen und Motorräder. Das sind spezielle private Strecken. Da wird aber normalerweise an der Mautbude selbst bezahlt, natürlich auch mit Kreditkarte. Ne? Und diese Strecken meide ich, aber das kann man, wenn man im Navi eingibt, Mautstrecken meiden, dann macht er das, dann kannst du die umgehen. Und diese, was ich jetzt hier habe, die gelten, dieses E-Toll Gov, das gilt nur für auf staatlichen Autobahnen und Schnellstraßen. Und wenn ihr einfach alles nur Landstraße fahrt, dann seid ihr da gar nicht betroffen. Und wie gesagt, ganz am Anfang habe ich es euch ja gezeigt, welches Streckennetz das da mautpflichtig ist. Und hier über der Rechner kannst du ja jederzeit hier Startpunkt und Ziel eingeben und dann siehst du ja, ob das mautpflichtig ist oder nicht. Und das war's jetzt alles zu diesem Thema erst einmal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und tschüss.